Ich hatte das Glück, als ich mit 13 Jahren angefangen habe, Bass zu spielen, dass ich gleich mit vielen unterschiedlichen Musikern, Bands und Schlagzeugern spielen durfte. Um dir dabei zu helfen, dein Timing und dein Groove zu verbessern, habe ich mal meine 5 besten Übungen zusammengesucht. So richtig mit dem Thema Timing und Groove und wie man das übt, habe ich mich aber erst befasst, als ich dann mit 17 Jahren das erste Mal in Los Angeles war zum Musikstudium und es da eine spezielle Klasse gab, die nur aus Bassisten und Schlagzeugern bestand. Da wurde mir dann auch klar, wie unterschiedlich denn Drummer bestimmte Sachen spielen und wie man sich entsprechend anpasst bzw. das Ganze auch lenken und steuern kann. Was bedeutet denn Groove und was ist Timing? Wenn jemand ein gutes Timing hat, dann kann er sehr gut das Tempo halten während einem Song. Er platziert die Noten am richtigen Platz zur richtigen Zeit und wird nicht schneller oder langsamer. Wenn wir aber von Groove reden, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Da kommt jetzt eher so das Feel, die Seele ins Spiel. Der Groove selbst ist auch eher sowas, wo man nicht so 100% erklären kann. Am besten merkt man es eigentlich am Publikum. Wenn die ganze Band gut groovt, dann fangen die Leute an im Publikum vielleicht sich so mit dem Kopf mitzuwippen, dazu zu bewegen, Finger zu schnippen oder am besten Fall sogar, sie fangen an zu tanzen. Kommen wir zu den Übungen, die ich für dich rausgesucht habe. Bei denen ist es so, dass ich jetzt immer eine Beispiel-Basslinie verwende. Die kommt von mir. Du kannst aber auch deine eigenen Sachen natürlich spielen. Du solltest sogar deine eigenen Basslinien und Songs da dazu üben und spielen. Hier ist meine erste Übung für dich. Die Übung nennt sich Metronomlücken. Was jetzt passiert in dem Play-Along ist, dass es beginnt mit einem ganz normalen Metronom auf die Viertelnoten, das heißt auf 1, 2, 3 und 4 kommen die Schläge, so wie was gewohnt ist. Irgendwann fängt in dem Backing-Track an, das Metronom nur noch auf zum Beispiel die 1 und auf die 3 zu schlagen. Oder auf die 2 und 4. Oder vielleicht auch nur noch auf die 1. Also komplett random in dem Backing-Track. Das heißt, du spielst dazu und versuchst so gut wie möglich dein Timing dazu zu halten. Die Backing-Tracks kannst du dir übrigens auf meiner Bandcamp-Seite runterladen bzw. auf dem basemeup.de Blog anhören und dann selbst dazu üben. Du musst nicht das YouTube-Video jedes Mal dazu anschauen. Meine zweite Übung für dich, um dein Timing zu verbessern, nennt sich der unsichtbare Klick. In dieser Übung starten wir auch wieder mit einem normalen Metronomklick und Drumgrooves. Irgendwann ist es aber so, dass nicht mehr nur einzelne
Teile des Metronoms wegfallen und weniger Information zur Verfügung steht, sondern auf einen Schlag ganze Takte komplett mit Pause sind. Da ist Stille. Du sollst weiterspielen und versuchen, dein Tempo so gut wie möglich zu halten, dass, wenn dann wieder der Drummer einsetzt, du mit ihm genau auf die 1 wieder startest. Bei diesen Übungen geht es nicht nur darum, einfach mit einem Metronom zu spielen. Es ist vielmehr die Kombination aus Metronom, Drum Grooves und dem Schulen von dem internen Timing. Das heißt, dass du selbst das Gefühl bekommst, okay, jetzt ist es alles in einem richtigen Groove und einem richtigen Timing drin. Meine dritte Übung für dein Timing und Groove, die nennt sich Wo ist die Eins? Die Idee zu dieser Übung kommt eigentlich aus so typischen afrokubanischen Latin Grooves, Tumbaos. Man spielt da ganz oft die Eins von dem Takt, den ersten Taktschlag spielt man nicht, sondern man lässt den Ton von der 4 über die 1 rüberklingen. Viele afrokubanische Rhythmen haben auch eher den Clave als Rhythmusgrundlage, als Skelett dahinter, anstatt wie bei uns die Viertelschläge von dem Metronom. Das ist jetzt unser Grundrhythmus. In dem Backing-Track geht es los mit normalem Metronom und irgendwann kommt der Clave, irgendwann fallen wieder Metronomschläge weg, irgendwann setzt die Percussion Crew komplett mit ein und du spielst dazu. Weil es für viele Bassisten am Anfang noch etwas schwierig ist, den Tumbao richtig zu spielen, habe ich dir 2 Versionen hier gemacht. Eine, die einfache, wo die 1 mit dabei ist, und dann, wenn du die gut kannst, dann geh rück zur nächsten Übung und lass die 1 dann weg und vor allem versuche den Groove zu spüren. Das Metronom und der Clave, der muss eigentlich zu dir grooven und nicht du zu dem Metronom.
Groove hat auch die Artikulation großen Einfluss. Spiele ich die Töne kurz oder lang? Spiele ich manche Töne eher betont, etwas lauter oder leiser? Das hat alles eine Auswirkung auf den Groove und führt dazu, dass die ganze Band viel, viel besser klingt, wenn Schlagzeuger und Bassist zusammen ein gutes Feel, einen guten Groove entwickeln. Bei meiner vierten Übung geht es um Shuffle gegen gerade Achtel. Der Shuffle-Rhythmus ist eigentlich nicht wie mathematisch aufgeteilt, dass jede Note ein Drittel der Viertelnote ausmacht, sondern der kann hin und her schwanken, je nachdem, was der Schlagzeuger fühlt, was für eine Stilrichtung wir haben. So ein Swing hört sich anders an als ein Texas Shuffle. Da gibt's ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Gerade Achtel hingegen sind binär, das heißt, wir haben 2 Achtelnoten in der Zeit von einer Viertelnote. Die kennen wir aus dem Rock raus, die sind immer gerade, wirken eher etwas starrer gegenüber dem Shuffle-Rhythmus, der immer so ein bisschen, deswegen heißt es auch Shuffle oder Swing, der einfach immer ein bisschen lockerer, so wackeliger daherkommt. In dieser Übung kannst du jetzt beide Rhythmen üben und wieder mit unterschiedlichen Grooves kombinieren. Achte unbedingt bei den Drum Grooves darauf, wie denn die Schlagzeuger den Shuffle interpretieren. Achte auf Hi-Hat und Right-Becken. Die geben dir die Subdivision und damit die kleine Einheit, wo du auch die Triolen raushören kannst. Noch ganz kurz was zum Einzähler bzw. Count-In. Das wird manchmal ein bisschen falsch verstanden. Der Count-In bzw. der Schlagzeuger da sitzt und anfängt 1, 2, 3, 4. Das ist nicht dafür da, dass alle Mitmusiker erstmal dann so, klar, jetzt geht's gleich los. Jetzt schnell mal einen Kaffee wegstellen, Zigarette ausmachen. Jetzt fangen wir an zu spielen. Nein, der Einzähler ist dafür da, dass du dich auf das Tempo vorbereitest. Wenn der Schlagzeuger einzählt, 1, 2, 3, 4 und wir spielen einen Rock-Achtelgroove, dann ist das für mich der Puls und ich höre beim Einzählen 1 und 2 und 3 und 4 und da, 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 da.
oder vielleicht sogar schon die Basslinie, die ich nachher spielen werde, höre ich schon davor im Kopf, während dem Einzähler, und so bin ich dann sofort im richtigen Tempo bereit, wenn der Song auch tatsächlich losgeht. In meiner letzten Übung geht es um die Verschiebung des Klicks. Und zwar Sechzehntel- oder Triolenverschiebung. Wir starten mal mit der Sechzehntelverschiebung. Die funktioniert natürlich super gut, wenn man Funk Grooves üben will, die auch Sechzehntelnoten mit drin haben. Vielleicht kannst du dich noch an eine der ersten Übungen erinnern, wo die Metronomschläge einfach anstatt auf 1, 2, 3, 4 dann nur noch auf 2 und 4 zu hören waren oder nur noch auf 3 oder nur noch auf 4. Was jetzt passiert mit dem Metronom ist, dass sich der Klick verschiebt. Er geht nicht mehr nur auf den Downbeat, auf die 1, 2, 3 oder 4, sondern zum Beispiel auf die zweite Sechzehntel oder auf die dritte. Das wäre dann quasi die und oder vielleicht auch auf die vierte Sechzehntel. Das ist die letzte vor der 1 wieder. Du musst jetzt versuchen, wieder dein Timing und dein Groove zu behalten und nicht rausbringen zu lassen. Die Metronomschläge sind jetzt wirklich nur noch eine Art Mitspieler, der halt irgendwo zwischendrin kommt. Dein internes Timing ist aber dann schon so gut, dass die dich nicht rauswerfen, sondern eher zeigen, ah ja klar, ich bin noch voll in dem Flow, in dem Feel drin, alles ist gut. Der Groove ist auch sehr davon abhängig, wie wir denn mit unseren Mitmusikern zusammen kommunizieren, also musikalisch kommunizieren. Wie fühlen denn meine Kollegen den Groove? Wie spielt der Drummer denn den Groove? Spielt er denn vielleicht immer etwas weiter vorne oder weiter hinten? Was mache ich? Ich muss mich nicht unbedingt immer direkt auf ihn mit draufsetzen. Im Gegenteil, oft ist es so, dass wenn der Drummer ein bisschen nach vorne spielt, dann lehne ich etwas zurück und auf einen Schlag hört sich alles entspannter an und es groovt viel, viel besser. Bei der zweiten Variante dieser Verschiebungsübung von dem Metronom gehen wir wieder zurück zu dem Shuffle-Rhythmus. Wir machen jetzt eine triolische Verschiebung. Das Metronom fängt jetzt irgendwann an, nur noch auf die letzte Achteltriole zu spielen, also die letzte Note der Triole. Das ist dann kurz bevor es wieder auf den Downbeat geht. Das ist super, super hilfreich, wenn es darum geht, Walking-Basslinien in einem guten Time zu spielen oder auch so Blues-Shuffle-Basslinien. Da kann man diese Übung dazu nehmen und das ist wirklich mega, wie gut du da dein internes Timing damit schulen kannst.
Ich denke, da war jetzt auf jeden Fall was dabei, das dir hilft, dein Timing und Groove zu verbessern und vor allem das Zusammenspiel mit deinen Musikerkollegen einfach auf das nächste Level zu bringen. Die Band wird so viel besser klingen, wenn ihr zwei zusammen richtig gut groovt und ein gutes Timing habt. Auf meinem bassmeer.de Blog findest du die Noten und auch die Links zu meiner Bandcamp-Webseite, wo du die ganzen Backing-Tracks dir runterladen kannst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal, gib mir einen Daumen hoch, mach die Glocke an, was auch immer du tun musst, um immer informiert zu sein, wann es denn wieder ein neues Video von mir gibt. Viel, viel, viel Spaß. Bis bald. Ciao, ciao.